ganzen Landkreis Zone 30, das ist unglaublich. Laufe ich ja schneller am Stamm entlang, als dass wir durch den Ort durchfahren. Wage ich zu bezweifeln. Ja. Wart nur ab. Ich krieg so ein richtiges Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch. Das ist für mich sowas Gigantisches, ja. Flotter, bist ein Flotter, gell? Ja. Wie krass eigentlich der Stamm sich dreht. Man sieht es auch hier. Ihr merkt schon, es geht doch viel länger, als man glaubt. Dann braucht man gute Nerven und Zeit. Willkommen bei unserem ersten Vlog. Wir gehen heute auf Submission und nehmen euch da einfach mal mit, was wir den Tag über so erleben. Haben euch ein paar schöne Plätze rausgesucht und dann wünsche ich euch von meiner Seite viel Spaß. Die Vespa-Box ist auch voll, kann also heute nichts passieren. Wir müssen keinen Hunger leiden. Mal schauen, was das Wetter macht. Auf geht's, ich freue mich auf den Tag. Morgen, Herr Nachbar. Alle, so werdet alles filmen, an der Nachbar filmen. Schönen Tag. Gleichfalls. Ciao. Wo fahren wir jetzt hin? Im badischen Raum sind wir unterwegs. Da habe ich den ersten Platz für uns rausgesucht, der ordentliche Stämme laut Liste hat, die gut Form und Wuchs haben. Einiges an Dimensionen, genau, eine ordentliche Länge, wo wir mal auf jeden Fall drauf gucken können. Und hoffentlich entspricht es dann auch der Qualität, die wir aktuell suchen. Und genau, bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, ob es das erfüllt, was es verspricht. Im ganzen Landkreis Zone 30, das ist unglaublich. Ja, da laufe ich ja schneller am Stamm entlang, als dass wir durch den Ort durchfahren. Wage ich zu bezweifeln. Ja, wart nur ab. Lass uns mal die Zeit noch ein bisschen nutzen. Und hast du Unterlagen vom ersten Platz gerade parat? Yes. Also die Langen, die uns interessieren, sind alle 5., 6. Klasse auf jeden Fall. Also das erfüllt schon unser Anforderungsprofil. 5. Klasse bedeutet alle Baumstämme mit einem Durchmesser von 50 cm bis 60 cm und dann folgend 6. Klasse entsprechend dann 60 cm aufwärts. Und so kann man das grob aufbauen, damit man da einfach unterschiedliche Klassifizierungen findet, die sich dann natürlich auch in der Preisstruktur für den Stamm widerspiegelt. Ja. Und von der Bewertung her, wie setzen Sie? Sind A und B-Stämme ausreichend vorhanden? Ja, es sind schon einige dabei, die TF haben, B, A. Ist auf jeden Fall was vertreten, aber die Klassifizierung will ich am liebsten immer vor Ort machen, wenn ich den Stamm selber sehe. Ja. Klassifizierung von den Stämmen findet klassischerweise in C, B, A, TF statt. C ist dabei die schlechteste Klassifizierung, in Anführungszeichen schlecht. Das ist meistens Holz, was relativ viel Äste und Rosen drin haben. Das heißt, es gibt dann im Endeffekt einfach eine sehr lebendige, markante Diele, die man dann verwerten kann. B ist dann wieder ein bisschen sauberer, bis hin zu A. Da sind dann nur noch vereinzelte kleine Nägel drin oder vereinzelte Rosen und Äste. Und TF ist Teilfurnier oder Furnier und das ist so die sauberste Klassifizierung. Da spricht man eigentlich davon, dass der wirklich komplett astrein ist. Wir sind aktuell in der Einkaufssaison, das bedeutet für den Holzeinkauf so zwischen Dezember und Ende April befinden sich die meisten Submissionen, auf die wir gehen. Der Hintergrund ist der, dass im Winter die Stämme nicht im Saft stehen. Das heißt, das ist der Zeitraum, in dem man das Holz einschlagen kann. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum auch nur in diesen Zeiten eingeschlagen wird. Das heißt, in der Regel wird eingeschlagen zwischen November und Februar, März. Weil in so einem großen Baum, der beblättert ist, da kann sich auch Totholz drin befinden. Das heißt abgestorbene, angefaulte Äste. Deswegen sind die Einschlagzeiten reglementiert auf diese Zeiten, wo die Bäume kein Laub führen bei der Eiche. So, jetzt sind wir auf den letzten Metern vor unserem ersten Ziel heute. Und dann werden wir den ersten Eindruck direkt mal mitnehmen. Wir sind wahnsinniges Du, Papa.
So, guck mal rechts. Auf jeden Fall ein paar Formen und Wuchsstämme haben sie dabei. Ja, Bisschen geschlängelt. Ja. Ja. Müssen wir mal gucken. Wir fahren am Anfang einfach erstmal einmal dran vorbei, um uns einen ersten Eindruck zu machen. Aus dem Fenster raus. Und jetzt kommt erst die richtige Arbeit, sprich, jetzt gehen wir jeden einzelnen Stamm ab und schauen uns die Qualität vor Ort an, messen ihn aus und bewerten ihn das, was er uns wert ist. Wenn man mit dem Wasser hier die Oberfläche besprüht, erkennt man einfach die Farbgebung vom Stamm besser, wie er gewachsen ist. Manchmal hat man dunklere Jahrringe, manchmal hat man hellere Jahrringe. Und was wir als machen müssen, ist uns überlegen, wenn wir den Stamm entsprechend einsägen, wie kommt das Bild dann in der Lamelle. Also die Farbgebung von den Jahrringen spiegelt sich ja dann auch in der Lamelle wieder und macht es dann jetzt eine zu große Farbvariation in der Lamelle, dass es dann einfach keine schöne Lamelle ergibt und kein schönes Endprodukt für den Kunden. Deswegen machen wir den Stamm einfach mal nass, um zu schauen, okay, wie stellt er sich denn dar? Ja, aber das bringt uns so in der Form nichts, vor allem hat er auch ein bisschen Drehwuchs rechts, das siehst du hier. Hier hast du ungefähr 2,20 Meter, das ist keine gescheite Länge für uns, die auch nicht sauber ist. Hier unten, da haben wir zu viel Ballast dran. Ballast ist das, was wir jetzt nicht unbedingt von dem Stamm jetzt gerade wollen würden. Das heißt, das müssten wir mittransportieren, mitverwerten und das passt einfach nicht in das rein, was wir aktuell suchen. Das heißt, der ist auch nichts. Gehen wir zum nächsten. Aber er fängt hier unten schon an, dann haben wir vielleicht eine Länge, die sauber ist. Und dann müsst ihr noch 2 unsaubere Längen mitnehmen. Ja. Schauen wir mal, wo wir trennen können. Unten eine kleine Krümmung drin. Ja gut, den kriegst du gerade gesägt. Ja. Also bis zur ersten Rose könntest du ihn gerade sägen. Wenn du einen Teil, ja. Hier sieht man es jetzt ganz gut, was wir als Rosen bezeichnen. Das lässt sich dann auch im Stamm, in den Lamellen dann beobachten, dass so eine gewisse Strukturveränderung einfach da ist, was das optische Bild einfach ein bisschen beeinflusst. Das ist natürlich dann auch eine gewisse Geschmackssache, ob man das jetzt mag oder nicht. Manche Menschen haben das gern so ein bisschen lebendigere Lamellen, manche Menschen haben es gern einfach komplett sauber, wo dann einfach ein sehr paralleler Aufbau von den Jahrringen ist. Hier wäre jetzt ein anderes Beispiel, was wir als Nägel bezeichnen. Das sind dunkle Einfärbungen, die relativ tief in das Holz reingehen. Punkt ist Genau, das heißt, da kann man einfach davon ausgehen, dass der wahrscheinlich fast bis in die Mitte durchgehen wird. Und da hast du dann wie so, wenn man es jetzt hier aufsägen wird, hättest du einfach so wie so ein schwarzer, dünner Streifen bis runter in den Kern. Auch das verändert einfach das Farbbild oder das optische Erscheinungsbild von der Lamelle. Und dementsprechend muss man da halt einfach drauf achten, wenn man den Stamm anschaut. Das ist jetzt ein Beispiel, wo sich in der Rinde sehr, sehr viel abzeichnet. Das sind jetzt einfach die exemplarischen Beispiele, die man hier mal so zeigen könnte. Genau. Schaust du mal von hinten? Hier macht er ja irgendwo einen Knick. Ja. Ist das hier? Ja, ganz noch einen halben Meter zu mir. Da, ja. Weil hier wäre ein Ast, ein eingewachsener. Ja, dann Dann passt. könnte man im Ast trennen. Was hast du dann danach noch? Hätte ich genau ein 3 Meter Stück. Dann Ja. könnte man hier in der Rose trennen, hier im Ast trennen. Das ist 3,60, 3 Und? Meter und 3,10 Meter. Von den Längen ging es, ja. Jetzt müssen wir noch die Qualität anschauen. Da haben wir da schon den ersten. Ja, gut. Laden. Hier hat er eine Schlagplatte drin. Da ist mal höchstwahrscheinlich beim Fällen von einem benachbarten Stamm oder ähnlichem ist da halt was dagegen geknallt. Das heißt, es war eine Verletzung am Stamm und das zeichnet sich dann über die Jahre hinweg dann einfach weiterhin an dem jetzigen Rindenbild ab. Es ist immer schwierig zu sagen, wie tief das reingeht. Man kann es vermuten noch an der, wie das verwachsen ist. Es ist jetzt nicht eine von den ältesten Verletzungen hier, aber es ist auch nicht mehr ganz so jung. Das heißt, da verlierst du im Außenbereich natürlich halt auch ein bisschen was am Holz. Deswegen ist das unterste Stück jetzt leider nicht ganz so sauber für uns. Und ich würde jetzt von dem Stamm Abstand nehmen.
Die müssen auf jeden Fall trennen, ja. 3 Längen wären in Ordnung für uns. Die 3 Längen wären gut, aber er ist halt auch nicht entsprechend sauber an den 3 Längen. Ja. Durch die Schlagplatte hier, die Seite ist halt leider, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja. Also. Ja, aber es sieht halt sauber aus, das ist so das Ding. Wie sieht der Zopf oben aus? Vielleicht kurz als Info, Stock ist der untere Teil vom Stamm und der Zopf ist dann der obere Teil vom Stamm. Das heißt, wenn man jetzt anschaut, okay, wie sieht der Stock aus, schaut mal, wie ist eine Rissbildung da, gibt es eine gewisse Ringschäle. Beim Zopf ist es jetzt zum Beispiel auch, wenn sich dort dann die Risse, wie sie im Stock sind, wenn sie im Kreuz oder sonstiges sind, dann spricht es dafür, dass der Stamm Spannung hat. Und es ist zum Einsägen von den Lamellen dann relativ schlecht, weil er dann gerne Risse bildet, die natürlich die Lamelle dann halt zerstören, im schlechtesten Fall. Gut, lass ihn aufnehmen. Ja. Ich mache mal einen Durchmesser. Wir stehen jetzt gerade unten durch. Ja. 61 mal 61 Innenrinde, 59 ohne Rinde für die Berechnung. Dann machen wir einen Cut. 56. Und jetzt waren es 56. Innenrinde sind 53 ohne. Wie sieht er von der Farbe aus? Ganz kurz mit dem oben noch falsch. Mit 3,75. Was hast du die untere? Ich habe 3,70 unten gemessen. Dann müsste er 7,40 Meter lang sein. Haben wir einen kleinen Besucher. Ja, Hallo. guten Morgen. Ja, guten Morgen. Auch schon wach. Auch schon wach. Auch schon ausgeschlafen. Sag ich, komme hier jede Woche her. Ah ja. Der hat aber auch richtig Spaß Ja. dabei. Ja, flotter. Bist ein flotter, gell? Ja. Ein richtig feiner. Ja, ich So. Anton, Jetzt- wann geht's bei dir in die Rente? Wann kommt bei dir der Hund? 30 Jahren, wie besprochen. Das will ich sehen. Also, wir waren an dem stehen geblieben, Papa. Ja, da haben wir. Hast du nachgemessen jetzt nochmal? Nein? Und jetzt der Preis. Ich würde mal mit ansetzen, weil wir haben nur 53 mit 7. Das heißt, wir kriegen eh eine höhere Coupassage raus. Dadurch können wir mehr bieten. Coupassage ist das, was man errechnet an Festmetern. Also Inhalt. Kubikmeter oder Festmeter ist eigentlich dasselbe. Das ist der Inhalt vom Stamm. Und genau, deswegen messen wir auch jeden einzelnen, den wir interessant finden, nach. Dass man da im Fall einfach auch einen gewissen Spielraum sich rausholt. So, der nächste. Wenn du den jetzt hier so, Wenn du ihn in den Schnitt legen wenn kannst. du ihn dann- so aufsägst, Ja. so sägst du ihn auf, also hier machst du deine ersten und Ja. dann hast du hier dein Model und dann Ach, hast du ein ja. Ende. Ja, aber das ist ja wo die Kernastigkeit losgeht. Das heißt, Kernastigkeit vielleicht als Information. Jeder Stamm, wenn er jung ist, sieht man es ja am Wald, hat er immer ganz viele kleine Ästle. Das spiegelt sich natürlich auch im Stammbild dann später, wenn er älter ist wieder. Das heißt, je enger man dann an den Kern kommt, desto mehr Äste und Verwachsungen oder Rosen hat er auf jeden Fall drin. Spricht man einfach von der Kernastigkeit, ist immer für die Lamellen schwer zu verwerten. Ja, kommt mal ganz kurz her, ich zeige euch mal noch eine Kleinigkeit. Wie vorhin schon gesagt, das ist ja der Stock hier unten und da lässt sich ja immer schon so Kleinigkeiten erkennen. Hier sieht man dann die sogenannte Ringschäle, das sind so Lösungen. Hier sieht man es sehr deutlich. Und wenn man jetzt genauer hinschaut, sieht man hier oben auch schon die ersten Lösungen. Und einfach nur für mich gehe ich dann als meistens auf meinen Notizblock hin und zeichne mir das dann auf, wie der Stock unten aussieht. Und mache mir dann quasi so den Vermerk, dass mir hierbei was aufgefallen ist, wo wir ein bisschen was berücksichtigen müssen, wenn wir diesen Stamm kaufen wollen, bzw. bebieten wollen. Genau. Go, 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 go. Ja, also hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein Paradebeispiel für einen Drehwuchs im Stamm.
Das sieht man jetzt auch, wir haben jetzt gerade mal den Meter dazu ausgelegt, wie krass eigentlich der Stamm sich dreht. Man sieht es auch hier im Bereich, wo die Rinde weg ist, dass dann auch die Holzstruktur sich entsprechend entwickelt. Das sind immer so viele Kriterien. Erst brauche ich mal einen geraden Wuchs, dann soll er nicht drehen nach links und rechts, dann kommen die Äste und es sind unglaublich viele Faktoren, die zu beachten sind. Und deswegen scheiden schon, möchte man sagen, 95%, Marcel, scheiden hier an diesem Platz schon relativ viel aus. Ja. Ihr merkt schon, es geht doch viel länger, als man glaubt, wenn man saubere Arbeit im Holzeinkauf organisiert. Und dann braucht man gute Nerven und Zeit. Genau. Hier sieht man das jetzt, wie ich schon angekündigt. Die sind jetzt fast doppelt so lang. Es sind 2 Stück direkt nebeneinander. Und es kommt in der Lamelle einfach nicht gut raus. Zum Wohl der Stamm jetzt noch zusätzlich zu diesen Fehlstellen hier oben noch eine Faulstelle hat. Da ist das Holz dann einfach weicher und einfach ja nicht brauchbar für Lamellen. Das ist jetzt klassisch Metall im Stamm. Und das kann ziemlich weit hochziehen, wird man sehen. Das kann sich verschlimmern, kann auch auslaufen. Wenn man es dann nass macht, sieht man auch vieles noch in die Peripherie. Und wenn jetzt jemand einen schönen hellen Boden will, dann scheidet sowas schon wieder aus. Gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist natürlich für die Säge jetzt nicht ideal, wenn man dann in einen Nagel oder in einen Granatsplitter oder sonstiges vermutet, dass es irgendwie ein Nagel war. Wenn man da reinsägt, macht man sich Sägeband auch nicht unbedingt nicht besser. Ja. Genau. Hier haben wir jetzt wieder den Fall von einem sogenannten Kreuzriss. Das ist für Lamellen für uns jetzt gar nie gut, weil egal wie man den Stamm einsägt, du hast immer in den Bereichen, wo der Riss läuft, hast du Risse in den Lamellen drin. Das heißt, du hast immer, ja, du kriegst keine saubere Lamelle raus. Egal wie man den Stamm aufsägt, es wird sich überall einen Riss bilden. Und er hat einen wahnsinnig Splintanteil jetzt. Ja, der hat zum Beispiel auch noch richtig speckig, sagen wir dazu, weil einfach ein sehr, sehr hoher Splintanteil. Da sind es jetzt 4,5 bis 5 Zentimeter und ist natürlich auch extrem viel, wo du dann in Anführungszeichen weniger verwertbares Holz mit dabei hast. Hier sehen wir jetzt im Holz sogenannte Krebsle. Die können so in der Lamelle schiefern, sieht einfach optisch nicht ansprechend aus. Das heißt, der wird sich auf jeden Fall hier in diesen Lamellenbereichen zeigen und dadurch hast du halt einen gewissen Ausschuss, beziehungsweise einfach keine schöne Optik in der Lamelle drin. Deswegen muss man auf sowas auch immer achten und berücksichtigen in der Stammauswahl. Genau. Den ersten Platz haben wir. Schauen wir mal, Was der zweite spricht. bietet. Was der zweite Platz bietet. Ja? Also jetzt auf dem Platz war es eigentlich ganz gut, da haben wir ein bisschen mehr geboten als sonst. Aber ansonsten, ja, lässt sich ganz schwer da so eine pauschale Aussage treffen, was wir denn oder wie viel wir denn bieten. Also jetzt ein Platz mit vielem Holz, was für uns passt, viel sauberes Holz, bieten wir natürlich mehr und hoffen natürlich, dass wir auch einen hohen Anteil bekommen. An dem Platz war das jetzt so der Fall, dass wir da ein bisschen, dass das Holz für uns ganz gut gepasst hat. Und dann hoffen wir einfach, dass genug hängen bleibt. Was bleibt uns hängen an ungefähr 20%, 25% dessen, was wir bieten, bleibt auch hängen? Kann man das so in etwa? Es kommt drauf an, wer sonst so da ist und mitbietet. Die Einkaufssaison begrenzt sich ja nur auf knappe 4 bis 5 Monate. Und wir produzieren ja das ganze Jahr. Das heißt, du musst da ja auch im gewissen Maße in eine Vorleistung gehen und schon fürs gesamte Jahr einkaufen, damit du dann, wenn die entsprechenden Aufträge kommen, dass du da auch liefern kannst. Das heißt, man muss da versuchen, bestmöglich ein Gefühl für entwickeln, was denn in dem kommenden Jahr so gefragt ist.
gerade wie eine Kerze. Ja. Unglaublich. Ja, aber im Allgemeinen kann man ja schon sagen, so das Volumen, das Gesamtvolumen, was aus dem Wald rauskommt, das lässt schon von Jahr zu Jahr nach. Ja. Die Qualität leider auch ein bisschen. Also es wird immer schwieriger, sauberes Holz zu finden. Das ist leider halt so die Entwicklung über die letzten Jahre. Man kann aber auch, also wir versuchen dagegen zu steuern, auf die Zeit natürlich. Und deswegen machen wir ja auch das Projekt, dass wir ja jedes Jahr pro eingesägten Stamm bei uns im Werk 4 Setzlinge dem Forst zur Verfügung stellen. 4 bis 5, ja. Ja, 4 bis 5, die dann eingepflanzt werden und dann hoffentlich natürlich auch zu solchen Stämmen wachsen, die dann in Zukunft für schöne Lamellen und schöne Fußboden verwertet werden können. Ja, wir machen deswegen 4 bis 5, weil natürlich liegen viele, viele Jahre vor so einer Eiche, bis sie eingeschlagen wird. In der Regel bei uns sind es 100 und mehr Jahre. Und in dieser Zeit passiert was. Da gibt es ja dann auch einen Wildverbiss, der die Setzlinge dann auch wieder abknabbert. Und dann gibt es eben auch in der Aufforstung wieder eine Ausdünnung der Wälder. Und deswegen denken wir, dass es der richtige Schritt ist, 4 bis 5 Setzlinge zu setzen für jeden Stamm, den wir in der Saison eingekauft haben. Das zieht sich bei Holz durch, es braucht lange zum Wachsen, es braucht Zeit zur Bewertung, es braucht Zeit zur Verarbeitung. Wir können alles, nur nicht schnell. Am liebsten würde ich ihn einpacken. Probier's mal. Kann ich dir gar nicht richtig beschreiben. Ich kriege so ein richtiges Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch, ja, weil das ist für mich sowas Gigantisches, ja, dass wir diejenigen sind, die mit so einem Rohstoff umgehen können. Das ist einfach, ja, wie gesagt, Schmetterlinge im Bauch. Es macht mich nur happy, allein wenn ich diese Rohware anschauen darf. Und die Hoffnung haben kann, vielleicht kriegen wir sie auch. So, das war ein Tag auf einer Submission mit uns. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, es war interessant für euch. Genau, wir müssen jetzt dann langsam auch wieder aufbrechen, weil die Lichtverhältnisse dann so werden, dass wir nicht mehr unbedingt die Stämme richtig gut lesen können im Rindenbild. Und genau, lasst uns doch gerne wissen, was euch besonders gefallen hat, interessiert hat. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne in den Kommentaren unten stehen lassen. Wir beantworten sie gerne im nächsten Video. Papa, was ist noch von deiner Seite zu sagen? Kurz und bündig, ich bin nicht nur der Fahrer heute gewesen, sondern jetzt am Schluss sogar noch der Müllkutscher. An alle, haltet den Wald sauber. Go!